Cheaten in Online-Spielen, und das darf ich noch einmal betonen, ist kein Kavaliersdelikt. Cheaten schadet sowohl dem moralischen Selbstverständnis unserer Gesellschaft wie auch der nationalen und internationalen Wirtschaft. Ein Zeichen zu setzen ist also zu gleichen Teilen eine Frage der Selbstachtung unserer Ökonomie wie auch der internationalen Verständigung. Wir dürfen uns Cheaten nicht länger gefallen lassen. Daher plädiere ich in aller Form für dessen Aufnahme in den bundesweiten Straftatenkatalog. Wir müssen gegen diese Saboteure vorgehen. Cheaten ist Terrorismus, ja. Doch der Widerstand begann leiser. In Form kleiner Anti-Cheat-Tools stellten sich die Programmierkünste einer idealistischen Spielerfront dem Mogelwahn schon vor 5 Jahren in den Weg. Allen voran das spielübergreifende Programm Punkbuster, das vom legendären Cheater Nubby wie folgt bezeichnet wurde. Der Punkbuster könnte eigentlich besser auch Mini-Schniedelbuster heißen, denn die Leute, die er erwischt, die haben alle einen kleinen Penis. In Counter-Strike sorgten die Programme TSC und CS Guard für eine erste Unterstützung. In Unreal Tournament Dr. Sins Kopfgeburten CSHP und UTP. Erstere konnte man bald knicken, zweitere blieben hart. Als der Punkbuster-Support für CS eingestellt wurde, weil die Programmierer fanden, nichts zu kriegen für viel Arbeit sei unergonomisch, ergänzte 2002 das Programm Cheating Death die Bewegung, das entgegen hoher Erwartungen aber nur den Cheat tötete. Als dann die Spielproduzenten selbst die Schädlichkeit von Cheats erkannten, zogen sie nach. Das populärste Entwicklerprogramm ist Valves Anti-Cheat, kurz VAC, von dem aber bis heute nicht geklärt ist, ob es nur ein Witz war. Der Entwickler Blizzard hingegen pflegte nicht zu scherzen. Sein Battle.net ist für Cheater wie das Kolosseum für Christen, keine Pilgerstätte. VAC 2 arbeitete zum Zeitpunkt unseres Films gut, wenn es per Cheat mal nicht deaktiviert war. Trotz aller Bemühungen waren vielen Spielern Anti-Cheat-Tools nicht Maßnahme genug. Neben dem Sperren von Spieleraccounts, was dem Zerreißen einer Lizenz gleichkommt, hatte sich so auch die Community selbst ihre Gedanken zu Strafen gemacht. Allerdings konnten sich Vorschläge wie das Annähen des Geschlechtsteils an die Nase oder die Vernichtung cheat-infizierter Rechner nicht durchsetzen. Was blieb, war der Wille. Von der Straße zog sie in die Lobbys und sodann in den Bundestag. Doch die Initiative kam, wie so oft, aus Amerika. Bekräftigt durch den Cyber Security Enhancement Act wurde den Cheatern dort unmissverständlich der Kampf angesagt. Im wahrhaftigsten Sinne. Denn seit die US Army ihr eigenes Spiel hat, macht sie keine Späße mehr. Ein Mitarbeiter wörtlich. We know who you are and can track down where you play from. We have incontrovertible proof that it's something illegal. The army is angry and we're coming for you. Obwohl recht rigoros in der Ausführung, machte das Modell auf das Ausland einen guten Eindruck. Nach Gesetzesvorlage kündigten auch in Deutschland viele Unternehmen weitreichende Anti-Cheat-Maßnahmen an.